Hi, ich bin Celine. Ich bin Ali. Und in diesem Tutorial erklären wir euch, wie ihr eure eigenen Produktionen mit allem Drum und Dran durchführen könnt. Ja, und 2015 habe ich meine Ausbildung als Mediengestalterin Bild und Ton angefangen und seitdem bin ich in der Medienwelt tätig. Und deswegen kenne ich mich ein bisschen mit Technik aus und werde die euch heute hier erklären. Ja, und ich habe tatsächlich mit Technik eigentlich so gar nichts am Hut, bin aber seit einiger Zeit als Redakteurin tätig und werde euch dementsprechend heute einerseits ein paar Tipps geben, wie ihr ein Projekt hier in diesem Raum planen könnt und wie ihr euch vor der Kamera verhaltet. Andererseits, und das ist eigentlich die viel wichtigere Aufgabe, werde ich heute stellvertretend für euch neben Celine stehen und während sie die Technik erklärt, all die Fragen stellen, die bei euch dabei eventuell aufkommen könnten. Genau. Und allgemein ist zum Workflow einer Filmproduktion zu sagen, dass man es in 3 Bereiche teilen kann. Einmal die Vorproduktion, das ist alles, was wir vor dem Dreh vorbereiten. Dann der Dreh, die Produktion, wo alles aufgenommen wird. Und im Endeffekt dann kommt die Postproduktion, das ist dann der Schnitt, wo alles zusammenkommt. Genau. Und die Vorbereitung für so einen Drehtag beginnt tatsächlich schon, bevor ihr überhaupt diesen Raum betretet. Ihr müsst nämlich zum Beispiel sehr genau wissen, was ihr überhaupt vor der Kamera sagen wollt. Und dafür ist es immer sehr hilfreich, euch ein Skript zu erstellen, das euren gesamten Text umfasst und an dem ihr euch orientieren könnt, wenn ihr da steht, wo ich gerade stehe. Bevor ihr damit anfangt, müsst euch aber natürlich sehr bewusst sein, was denn überhaupt das Ziel eurer Produktion sein soll. Also, was genau wollt ihr vermitteln und was soll das Publikum hinter der Kamera im Endeffekt mitgenommen haben. Dabei müsst ihr aber ebenso sowohl die Zielgruppe als auch das Videoformat im Kopf behalten, denn beides bestimmt den Rahmen eures Videos und wie ihr im Endeffekt euren Inhalt vermittelt. Dementsprechend müsst ihr dann natürlich auch den Ton eures Skripts anpassen. Nehmen wir als Beispiel einen Pitch, auf den auch dieses Studio unter anderem ausgerichtet ist. Also, für einen Pitch habt ihr nicht lange Zeit, müsst euch also kurz fassen. Dabei solltet ihr aber dennoch immer noch eingängig und anregend bleiben. Da ihr nicht so viel Zeit habt, ist es umso wichtiger, dass ihr klar und durchdacht kommuniziert. Also, dass ihr darauf achtet, auch das aufzunehmen, was euch wirklich relevant erscheint. Generell, und das gilt jetzt nicht nur mehr für den Pitch, solltet ihr aufpassen, dass ihr euren Text nicht zu gestelzt verfasst. Also, wenn ihr vor der Kamera steht, wollt ihr natürlich auch einen natürlichen Sprechfluss beibehalten. Das ist nun alles sehr viel, an das ihr denken müsst. Dementsprechend ist es sinnvoll, eurem Skript eine Struktur zu geben, an der ihr euch orientieren könnt. Also, dass ihr immer sehr genau wisst, was ihr wann sagen wollt. Nehmen wir als Beispiel. Ihr stellt ein Problem vor, dann kommt ein Wendepunkt, ihr legt eure Lösung und deren Vorteile dar und im Endeffekt kommt ihr zu einem Ergebnis. Eventuell kommt dann am Ende noch ein Call to Action, wo das Publikum selbst aktiv werden soll. Wenn ihr nun fertig seid mit dem Verfassen eures Skripts, ist eigentlich nur noch eine Sache wirklich wichtig und das ist Üben. Übt euren Text vor dem Dreh so oft ihr könnt und überlegt euch, lässt er sich gut sprechen? Fühlt ihr euch wohl mit eurem Text? Ist das eine oder das andere oder auch beides nicht der Fall, überarbeitet alles nochmal und zwar so lange, bis ihr wirklich zufrieden seid. Nun ist das Skript aber natürlich noch nicht alles, denn der Drehtag selbst muss schließlich auch noch geplant werden. Und dabei sind im Besonderen 3 Dinge relevant. Erstens, ein konkreter Zeitplan und berechnet dabei unbedingt genug Zeit ein. Es kann immer passieren, dass etwas schief läuft, dass etwas länger dauert als erwartet und dann ist genug Zeit unglaublich stressreduzierend. Zweitens, Struktur. Hatten wir eben auch schon, aber auch hier ist Struktur ungemein hilfreich, um organisiert zu bleiben, selbst wenn etwas nicht nach Plan läuft. Und drittens, plant genug Leute für das Set ein. Denn es steht ja nicht nur eine Person vor der Kamera, sondern es werden ja auch hinter der Kamera Leute benötigt. So, schlussendlich noch etwas, was vielleicht trivial erscheint, aber dennoch sehr wichtig ist. Und zwar, wenn ihr vor der Kamera steht, macht euch Gedanken über euer Outfit. Bedenkt zum Beispiel den Hintergrund. Ich stehe vor einer grünen Wand und habe dementsprechend auch nichts Grünes angezogen. Auch kleinkarierte Muster und generell stark gemusterte Kleidung lenken visuell von dem Inhalt eures Videos eher ab. Und zu guter Letzt, eure Klamotten müssen natürlich auch zu eurem Auftreten und der generellen Stimmung eures Videos passen. Also wollt ihr professionell und seriös rüberkommen, müsst ihr euch dementsprechend natürlich auch kleiden. Okay, und damit habe ich, glaube ich, endlich alles gesagt. Oder habe ich noch etwas vergessen, Celine? Vielleicht noch einmal vorab zur Arbeitssicherheit. Passt auf jeden Fall auf, dass die Stromkabel nicht gespannt sind und packt eine Kabelmatte darüber, sodass es keine Stolperfalle gibt. Alles klar, damit ist die Organisation aber nun wirklich getan und jetzt können wir zum Technikteil kommen. Genau!
Und hier seht ihr einmal das Studio im Überblick. Wir befinden uns hier in der Mitte vom Teppich gegenüber vom Greenscreen. Und die Kamera ist parallel hier gegenüber von uns und filmt uns. Hier haben wir noch 6 Lampen. Diese beiden Lampen hier beleuchten einmal den Hintergrund. Diese 3 Lampen hier beleuchten uns von vorne. Und ganz oben, das ist die Spitze, die gibt uns einen kleinen Schein auf dem Hinterkopf. Und das sind erstmal die Positionen der Technik. Wenn ihr den Hintergrund später entfernen möchtet, dann macht es Sinn, vor einem Greenscreen zu drehen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch vor einem beliebigen Hintergrund filmen. Ja, und Celine, ich habe noch eine Frage. Und zwar, du hast uns gerade die Leuchten gezeigt, die uns belichten. Aber was ist denn mit dem Raumlicht selbst? Genau, das Raumlicht schaltet ihr aus. Wir arbeiten nämlich nur mit dem sogenannten Arbeitslicht. Und achtet darauf, dass ihr die Jalousien runter macht. Dann sind die Fenster dunkel und auch die Fenster zu wegen der Lautstärke. Gut, danke dir. Und dann wissen wir jetzt genau, wo alles steht und können mit dem Aufbau weitermachen. Ich zeige euch nun, wie man das Stativ aufstellt. Zuerst löst ihr einmal diese Schraube hier. Dann könnt ihr das Stativ hinstellen und einmal hier drücken. Die Beine fahren einmal auseinander. Dann macht ihr einmal die Schraube wieder zu. Und nun könnt ihr ganz einfach das Stativ einmal hier ausfahren und die Höhe justieren. Im Anschluss steckt ihr die Flächenleuchte einfach auf das Stativ, schraubt es fest und dann könnt ihr das Licht einfach auf Position stellen und an Strom anschließen. Habt ihr das gemacht, könnt ihr erstmal die Tore ausklappen und die Leuchte hier unten anstellen. Das dauert immer einen Moment. So, mit diesem Rädchen könnt ihr jetzt die Lichtintensität einstellen. Wie ihr seht, wird es weniger und mehr. Das 5600 Kelvin, das ist die Lichttemperatur, die bleibt so. Die Entfernung der Lampe und die Lichtintensität haben Auswirkungen auf Schatten, Helligkeit und Kontrast. Ja, und dann müsst ihr eigentlich nur noch die Lampe ausrichten. Jetzt gibt es ja aber Lichter, die sind auf den Hintergrund ausgerichtet und es gibt Lichter, die sind auf mich ausgerichtet. Werden diese beiden Sachen denn unterschiedlich beleuchtet? Ja, genau. Im Normalfall liegt der Fokus auf der Beleuchtung der Person. Aber da wir hier einen Greenscreen haben, ist die Beleuchtung etwas anspruchsvoller, weil wir den Hintergrund später in der Post entfernen. Daher ist es wichtig, den Hintergrund schön gleichmäßig zu beleuchten und darauf zu achten, Schatten zu vermeiden. Bei der Beleuchtung von Personen gibt es die sogenannte Dreipunktausleuchtung. Diese ist eine grundlegende Art und Weise, Personen zu beleuchten. Hier steht das Führungslicht oder die Führungslichter. Diese sind am stärksten eingestellt und beleuchten Ali hier frontal von der Seite. Auf dieser Seite befindet sich die Aufhellung. Die Schatten, die dadurch entstehen, werden also von dieser Seite aufgehellt. Und gegenüber vom Führungslicht bzw. da oben befindet sich die Spitze. Diese gibt einen Glanz oder Schein um die Person und hebt sie vom Hintergrund ab. Wir haben hier ein relativ festes Lichtsetup, aber natürlich könnt ihr auch individuell die Entfernung und die Lichtintensität je nach Person anpassen. Genau. Und falls ihr merkt, dass im Gesicht ein wenig zu viel glänzt, so wie ich gerade auch, nehmt euch einfach ein Stück Mattpapier oder auch ein Taschentuch, das reicht völlig, und tupft euch damit das Gesicht ab. Ja, und um das Lichtkapitel jetzt abzuschließen, blenden wir jetzt noch einmal eine Grafik ein, die zeigt, wie wir die Lichtintensitäten der 6 Lampen eingestellt haben. So, dann wissen wir jetzt ganz genau, wie das Licht aufgebaut wird, aber wie sieht es denn mit der Kamera aus? Bevor wir uns konkret der Kamera widmen, müssen wir wie beim Licht auch erstmal das Stativ aufbauen. Dazu würde ich jetzt erstmal den Stativarm etwas zur Seite bauen und die Beine ausklappen. So, nun könnt ihr diese Klemmen einfach lösen, alle 3, und das Stativ auf Augenhöhe bringen. Ungefähr. So, jetzt müsst ihr sie einfach nur wieder zumachen. Und das Stativ muss nicht perfekt gerade von Anfang an stehen. Ihr könnt nämlich einfach diese Schraube hier lösen und den Stativkopf nivellieren und mit Hilfe der Wasserwaage gerade ausrichten. Das hier ist die Horizontalbremse und das ist die Dämpfung.
Hier kann man einstellen, wie geschmeidig man schwenken kann. Das hier ist die Vertikalbremse und hier kann man diese Dämpfung einstellen. Um die Stativplatte abzunehmen, drückt ihr einfach diesen Hebel, diesen Knopf und nun könnt ihr die Platte abnehmen. Normalerweise würde man die Stativplatte direkt unter die Kamera schrauben, aber wir haben hier ein Battery Pack, den wir hier zuerst befestigen. Ihr könnt es einfach draufstecken und einmal hier am Lockrädchen drehen. Das dauert einen kleinen Moment. So, hier könnt ihr jetzt nun einen Akku reinstecken, der versorgt die Kamera mit Strom. Und nun könnt ihr die Stativplatte einfach hier drunter befestigen. Mit Hilfe eines Werkzeugs könnt ihr die Schraube nun ganz festziehen. Falls ihr kein Werkzeug zur Hand habt, könnt ihr auch einfach eine Münze nehmen. Lens zeigt nach vorne. Um die Kamera auf dem Stativ zu befestigen, schiebt ihr sie einfach rückwärts auf den Schlitten, drückt einmal den Hebel an das Stativ und dann könnt ihr sie einfach hier drauf schieben und befestigen. Okay, das Stativ steht, die Kamera ist angebracht, aber so können wir sie noch nicht direkt nutzen, oder? Nee, genau. Wie ihr seht, fehlt hier noch ein Objektiv. Und tatsächlich habt ihr im Lager auch diese Camcorder. Hier ist ein integriertes Objektiv dabei, mit dem könnt ihr zoomen, aber wir wollten uns in diesem Tutorial auf jeden Fall auf die GH5 konzentrieren, denn diese Kamera würde ich auf jeden Fall für das Studio-Setup empfehlen. Und wenn ihr mit der umgehen könnt, könnt ihr auch mit dieser drehen. Ja, und jetzt widmen wir uns erstmal den Objektiven. Euch stehen verschiedene Objektive zur Verfügung. Dieses 8 bis 18 mm Objektiv ist ein Weitwinkel, mit dem kann man einen großen Radius einfangen. Und dieses 35 bis 100 mm Objektiv ist ein Tele. Mit dem kann man eine Naheinstellung von einer weiten Entfernung einfangen, wie zum Beispiel, wenn man Vögel in einem Baum filmen möchte und unten steht. Für die Studioaufnahmen würde ich euch das 12-35 mm empfehlen. Um es zu befestigen, setzt einfach den roten Punkt auf den roten Punkt und dreht einmal nach rechts. Alles klar. Das Objektiv ist dann also auch angebracht, die Kamera fertig aufgebaut, aber wenn wir sie jetzt anschalten, kann sie dann direkt aufnehmen? Eine Sache fehlt noch, und zwar die Speicherkarte. Auf diese 256 GB SD-Karte passen ganz schön viele Clips. Diese müsst ihr einfach nur an der Seite der Kamera reinstecken und schon könnt ihr dann aufzeichnen. Perfekt, dann können wir jetzt zu den Kameraeinstellungen übergehen. Hier oben könnt ihr die Kamera anschalten. Achtet darauf, dass das Rädchen auf Video geschaltet ist. Zuerst müssen wir die Grundeinstellungen im Menü checken. Der Belichtungsmodus sollte auf manuell gestellt sein. Scrollt einfach weiter nach unten im Menü. Auf Aufnahme Dateiformat. Hier wählen wir MOV-Dateien aus. Die Aufnahmequalität beträgt 4K 25p. Falls ihr Slow-Mo-Aufnahmen machen möchtet, könnt ihr auch die Variable Bildrate einstellen. Hier könnt ihr dann zum Beispiel in dieser Einstellung 60 Bilder pro Sekunde machen. Damit sind ja anscheinend die wichtigsten Funktionen an dieser Kamera bereits ganz schnell eingestellt. Aber Celine, hast du vielleicht noch ein paar persönliche Tipps, die das Arbeiten mit dieser Kamera noch ein bisschen leichter machen? Ja, die habe ich. Ich drehe immer mit Focus Peaking, denn das zeigt mir, welche Bereiche im Bild scharf sind, denn Kanten werden mit einer Farbe markiert. Ich stelle ganz gerne in dieser Kamera die Einstellung Gitterlinie ein, denn dann kann ich besser Bilder kadrieren. Die Einstellung Augensensor stelle ich auf Monitor, denn wenn es auf Live View Monitor gestellt ist und ich gegen den Sucher komme oder vor dem Sucher stehe, switcht das Bild zwischen Sucher und Monitor und das stört mich beim Drehen, deswegen stelle ich es auf Monitor. Und ein letzter Tipp: Vor jedem Dreh formatiere ich die Karte. Das bedeutet, dass alle Dateien, die auf der Speicherkarte sind, gelöscht werden. Wichtig, macht das nicht nach dem Dreh, damit ihr nicht eure Daten verliert. Okay, aber Celine, wenn ich nun all das gemacht habe und das Bild aus irgendeinem Grund überhaupt nicht so aussieht, wie es aussehen sollte, vielleicht ist mir ein Fehler unterlaufen und ich weiß gar nicht mehr weiter, was kann ich dann tun? Wenn in der Kamera alles verstellt sein sollte und nichts mehr funktioniert, könnt ihr einmal auf Reset klicken und einfach die Kamera auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Und dann spult ihr im Video zurück und stellt im Menü alles ein, was ich eben erklärt habe. Super, die Menüeinstellungen stehen also.
Aber die Kamera muss ja jetzt wie das Licht auch noch ausgerichtet werden. Habe ich recht? Ganz genau. Am Objektiv kann man zoomen, indem wir die Brennweite hier ändern und die Einstellungsgröße verändern. Hier ist eine Grafik, die einmal zeigt, welche verschiedenen Einstellungsgrößen es gibt. Achtet beim Kamerabild einrichten auf den Kopfraum. Vorne am Objektiv könnt ihr manuell den Fokus ziehen. Falls ihr nicht die Schärfe am Objektiv ziehen möchtet, könnt ihr auch mit Autofokus arbeiten, indem ihr auf den Touchscreen klickt und dann zum Beispiel auf das Gesicht. Die Einstellungsgröße haben wir nun eingerichtet. Nun müssen wir die Belichtung in der Kamera einstellen. Dafür gibt es 3 Parameter. Einmal die Blende, einmal den Shutter und einmal ISO. Die Blende ist objektivabhängig. Eine offene Blende heißt, dass viel Licht hineinkommt. Eine geschlossene Blende heißt, dass wenig Licht hineinkommt. Wir stellen die Blende auf 5. Shutter ist in der Fotografie die Verschlusszeit. Wir stellen sie einfach hier auf 100. Und die ISO ist die Gesamtaufhellung des Bildes. Wir stellen sie auf 800, je nachdem, wie hell das gesamte Bild ist. Eine zu hohe Einstellung solltet ihr vermeiden, denn dann kann es zu Bildrauschen kommen. Okay, das Bild steht. Aber der Ton ist ja auch noch relevant. Ich meine, wir beide sprechen hier ja auch die ganze Zeit in ein Mikro rein. Wie wird das denn eingerichtet? Genau. Guter Ton ist wichtig für die Qualität eines Videos. Um Ton aufzuzeichnen, braucht man einerseits ein Mikro und die Möglichkeit, ihn aufzuzeichnen. In diesem Falle arbeiten wir mit Funkstrecken. Da gibt es einmal einen Sender, den Transmitter und einen Receiver, das ist der Empfänger. An den Transmitter wird das Mikro angeschlossen und der Receiver wird an die Kamera angeschlossen bzw. an den Adapter. Die Funkstrecken brauchen Batterien, welche hier an der Seite eingeführt werden. Ja, und sie müssen auch zudem auf dieselbe Frequenz eingestellt werden. Um die Funkstrecke anzuschalten, haltet den Power-Button gedrückt. So, wir sehen nun, dass der Transmitter auf Group A gestellt ist. Channel 96. Dann versuchen wir mal, die Frequenzen zu koppeln. Indem wir Plus drücken, können wir im Menü weiterkommen. Group B ist ausgestellt. Wir sehen, Group A ist auf Channel 1 mit dieser Frequenz. Wir gehen auf dem Transmitter weiter im Menü und stellen hier Channel Setting den Channel ein. Set gedrückt halten und Channel 1 wählen. Nun haben wir dieselbe Frequenz eingestellt. Falls ihr 2 Personen vor der Kamera habt, also eine weitere Funkstrecke braucht, könnt ihr einfach Group B noch aktivieren. Power Off auf Power On. Set. Mit Set könnt ihr immer auswählen. Und die zweite Funkstrecke müsst ihr dann auf dieselbe Frequenz stellen. Channel 2 zum Beispiel. Hier in den Transmitter könnt ihr das Ansteckmikrofon stecken. Das Ansteckmikrofon könnt ihr einfach an einer Bluse, an einem Hemd, nah an der Tonquelle befestigen. Um den Ton mit der Kamera aufzuzeichnen, brauchen wir diesen XLR-Adapter. Den steckt ihr einfach oben auf die Kamera und betätigt den Lockhebel. Das XLR auf Mini-Klinke-Kabel steckt ihr einmal in den Output. Und Festschrauben nicht vergessen. Das XLR-Kabel steckt ihr einfach in Input 1 und dann könnt ihr den Receiver oben auf den Adapter schieben und festmachen. Input 1 und 2 stellt ihr auf Mic. Gain schaltet ihr auf 0. Den Low-Cut-Filter könnt ihr bei 160 Hz lassen. Hier an diesem Rädchen stellt ihr die Lautstärke ein. Hier kann man pegeln. Wenn ihr eine Funkstrecke angeschlossen habt, schaltet ihr auf Input 1-1. Falls ihr eine zweite Funkstrecke hinten angeschlossen habt, schaltet ihr auf 1-2. Den Ton müsst ihr bei der Aufnahme natürlich auch abhören.
Schließt einfach Kopfhörer an den Kopfhörereingang. Bittet die Person vor der Kamera, einmal in der Lautstärke zu sprechen, in der sie auch gleich spricht. Test, Test, 1, 2, 3. Test, Test, 1, 2, 3. Nun könnt ihr einmal den Ton pegeln. Lasst aber etwas Headroom, denn wenn es rot leuchtet und ihr über 0 pegelt, dann übersteuert der Ton. Also darf ich nicht auf einmal so laut sprechen? Nee, das wäre natürlich unvorteilhaft. So, Celine. Wenn man nun aber auf all das, was du da gerade erklärt hast, geachtet hat und der Ton trotzdem irgendwelche Störungen aufweist, woran kann das liegen und was kann man dann tun? Es kann verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel sind die Batterien leer? Habt ihr den Adapter richtig auf der Kamera befestigt? Ist die Frequenz vielleicht irgendwie störanfällig, dann könntet ihr diese wechseln. Ist das Ansteckmikro vielleicht am Hemd oder am Stoff befestigt und bewirkt ein gewisses Kratzen? Sind die Kabel alle in den Geräten richtig befestigt? Oder sind eure Handys vielleicht nicht im Flugmodus? Das könnte nämlich auch eine Fehlerquelle sein. Falls all diese Dinge nicht der Auslöser sind für diese Störungen, wechselt einfach komplett die Funkstrecke und das Ansteckmikro. Alles klar. Und damit ist nun endgültig alles aufgebaut, eingestellt und eingerichtet. Oder? Können wir jetzt endlich mit dem Dreh beginnen? Ja, wir können endlich mit dem Dreh beginnen. Die Kamera läuft, das Licht ist aufgebaut, der Ton ist auch super. Und ja, das heißt, eigentlich können wir nur noch sagen, vor jeder Aufnahme einmal Schärfe checken und ihr könnt aufnehmen. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch für die Person vor der Kamera einige Dinge zu beachten, um einen wirklich erfolgreichen Dreh zu garantieren. Zum einen, achtet auf eure Körperhaltung. Also, Schultern zurück, Rücken gerade, sinkt nicht in euch zusammen. Das wirkt unsicher und auch nicht besonders einladend. Dann müssen eure Ausstrahlung bzw. eure Mimik und Gestik ja auch zu dem passen, was ihr sagt. In der Regel bedeutet das, dass ihr freundlich, offen und einnehmend wirken wollt. Durchaus auch energisch, aber nicht zu übertrieben. Eure Bewegungen sollten nicht von dem Gesagten ablenken. Ebenfalls wichtig ist der Augenkontakt mit dem Zuschauer. Richtet also euren Blick in die Kamera, aber versucht euch vielleicht nicht zu sehr darauf zu fokussieren, dass ihr tatsächlich in eine Kamera hineinsprecht. Das macht aufgeregt und unsicher und führt schnell zu unnatürlichem Verhalten. Ich weiß, das ist schwierig, aber ich verspreche euch, mit der Zeit gewöhnt ihr euch daran. Versucht auch, mit Elan und Überzeugung zu sprechen. Ihr seid ja schließlich auch begeistert von dem, was ihr da erzählt und das wollt ihr rüberbringen und die Leute, die sich euer Video anschauen, mitnehmen. Das kann sich schnell überzogen anfühlen, aber das wird zumeist im Video nicht so rüberkommen. Dabei müsst ihr natürlich aber auch auf eure Aussprache achten. Trotz dieser Begeisterung bleibt ruhig, allerdings nicht zu monoton, formuliert euch klar und deutlich und sprecht dabei weder zu langsam noch zu schnell. Insgesamt gilt vor allem, bleibt locker. Wie gesagt, das mag zu Beginn schwierig sein, im Besonderen, wenn ihr nicht gewohnt seid, vor einer Kamera zu stehen. Aber diese Nervosität wird sich legen und denkt daran, ihr habt genug Zeit zur Verfügung. Nehmt so viele Takes auf, wie ihr braucht und macht so lange weiter, bis wirklich alle mit dem Endergebnis zufrieden sind. Und nun noch ein letzter Tipp zum Schluss. Schreibt euch die Takes, die euch besonders gut gefallen haben, unbedingt auf. Das macht den Schnitt im Endeffekt sehr viel leichter. So, ihr habt nun alles eingefangen. Ihr seid zufrieden, der Dreh ist geschafft. Dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, schnappt euch die Speicherkarte, sichert die Daten auf euren Rechnern und formatiert die Speicherkarte, sodass niemand sonst Zugriff auf eure Daten hat. Naja, nun könnt ihr eigentlich alle Geräte ausschalten, die Stecker aus dem Strom ziehen, Licht ausschalten, Kamera ausschalten, Akku aus der Kamera raus und an die Ladestation stecken und die Funkstrecken ausschalten, damit wir Batterien sparen für die Umwelt. Ja, und dann würde ich sagen, geht's eigentlich ab in den Schnitt. So, wir sind jetzt am Schnittrechner und widmen uns der Postproduktion. Als erstes zeige ich euch einmal eine Ordnerstruktur, die ich auch verwende, und zwar diese hier. Unter dem Ordner Editing, dort könnt ihr eure Projektdatei absichern. Unter Footage, unter Video könnt ihr die Videoclips abspeichern. Und hier unter Master könnt ihr euer fertiges Video dann abspeichern. So, dann öffnen wir doch als allererstes einmal Premiere Pro. Ihr könnt nun ein neues Projekt erstellen
Und hier oben könnt ihr das einmal benennen. Ich nenne das einfach einmal Schnitt. Das hier ist der Projektspeicherort, den könnt ihr dann auch auswählen. Ich speichere das in meinem Projektordner. Hier unten könnt ihr dann auf Erstellen klicken. Das ist euer Premiere-Projekt. Zunächst müsst ihr die Medien, also eure Clips, importieren. Ihr könnt entweder mit Doppelklick hier eure Clips importieren oder einfach per Drag and Drop Clips importieren. Ich nehme jetzt zum Beispiel einfach hier diesen Batzen. Dann seht ihr, das sind die Videoclips. Ihr könnt jetzt entweder alle Clips wählen und dann mit Drag and Drop hier auf dieses Symbol gehen und eine neue Sequenz erstellen. Oder ihr klickt hier auf Neues Objekt, Sequenz und erstellt eine neue Sequenz. Dann könnt ihr alle Clips wählen, die ihr schneiden möchtet und per Drag and Drop in die Timeline ziehen. Dann seht ihr auch schon, die Sequenzeinstellungen stimmen nicht mit den Clips überein. Das heißt, wahrscheinlich die Auflösung oder die Framerate ist nicht dieselbe. Das heißt, ihr klickt hier auf Sequenzeinstellungen ändern und die Sequenz passt sich den Clips an. Ihr seht hier 25 Bilder pro Sekunde und die Auflösung 4K. Das hier oben ist die Videospur und das hier unten ist die Audiospur. Die Clips sind zusammen miteinander verknüpft. Und wie schneiden wir jetzt? Ihr könnt einfach Clips mit dem Auswahlwerkzeug V, das ist auf der Tastatur auch ein V, wählen und anklicken. Ihr könnt sie verschieben und wenn man einen Clip über einen anderen zieht, dann löscht der, was auch immer da drunter ist und es passiert ein Schnitt. Ihr könnt auch hier einfach den Anfang und das Ende von Clips ziehen und dann wird auch geschnitten. Oder eben mit der Rasierklinge C könnt ihr einfach beliebig irgendwo schneiden. Ich mag das hier in meiner Timeline auch zeitlich an die Stelle zu springen, wo ich schneide, damit ich auch sehe, aha, genau da möchte ich zum Beispiel schneiden. Dann mache ich das. Mit V kann ich dann diesen Clip wählen und dann löschen. Und so geht ihr dann quasi durch euer ganzes Material. Ich schaue mir dann alles immer an und gucke, okay, was ist mein bester Clip? Was kommt als nächstes? Ist es ein One-Take? Ist es einfach? Dann schneidet ihr den Anfang und das Ende passend. Um den Ton zweier Clips miteinander zu verbinden, gibt es sogenannte Tonblenden. Hier oben unter Effekte, unter Audioüberblendungen gibt es einmal einen Fade. Falls ihr jetzt zwei Clips miteinander schneidet und der Ton irgendwie sich abgehackt anhört, höchstwahrscheinlich bei jedem Schnitt zieht ihr diese Tonblende einfach zwischen diese beiden Clips. Die Tonblende könnt ihr länger und kürzer machen, je nachdem, wie sich der Ton anhört. Ihr könnt auch den Pegel eines Clips lauter und leiser machen. Mit dem P-Werkzeug könnt ihr auch Teile der Tonspur lauter oder leiser machen. Ich zeige euch erstmal noch ein paar weitere Effekte. Neben der Tonblende gibt es auch eine Videoblende. Hier bei Videoüberblendungen, Blende, kann man eine weiche Blende auf den Clip ziehen. Und ihr seht, ihr könnt die Länge auch total anpassen. Das ist zum Beispiel ein typischer Effekt. Sagen wir, ihr wollt noch Text hinzufügen, dann könnt ihr auch hier auf das Text-Tool gehen, in euer Programmfenster klicken und etwas eintippen. Hier unter Essential Graphics könnt ihr nun alles einstellen. Die Schriftart zum Beispiel, die Zentrierung, Schatten, Hintergrund, Farbe. Die Größe. Da könnt ihr beliebig viel hinzufügen. Widmen wir uns jetzt einmal dem Greenscreen Key.
Wie bekommen wir jetzt von diesem Clip das Green weg, den Hintergrund? Dafür gehen wir einmal in Effekte. Zuallererst mag ich es, die Farbe etwas anzupassen. Hier unter Videoeffekte, Farbkorrektur und Lumetri-Farbe per Drag and Drop könnt ihr diesen Effekt einmal auf euren Clip ziehen. Bei Effekteinstellungen könnt ihr alle Effekte bearbeiten. Hier seht ihr einmal Lumetri-Farbe. Hier würde ich einmal die Sättigung etwas erhöhen. Dadurch, wenn wir jetzt einmal den Effekt ein- und ausschalten, sehen wir, das Grün ist noch etwas verstärkter. Um jetzt das Grün zu keyen, brauchen wir einmal einen Effekt und der heißt Ultra Key. Geben wir einmal Key ein und dann sehen wir schon hier Ultra Key. Diesen Effekt drag and droppen wir jetzt wieder auf unseren Clip. Und nun wählt ihr mit dieser Pipette hier einmal einen grünen Wert, der nicht zu hell, nicht zu dunkel ist und ziemlich viel des Clips abgreift. Wie ihr seht, es hat nicht so ganz perfekt geklappt und deswegen müssen wir ein paar Einstellungen übernehmen. Bevor wir die Greenscreen-Einstellungen noch weiter anpassen, ziehen wir eine Maske um die Personen im Bild. Hier unter Deckkraft könnt ihr mit diesem Tool eine Maske ziehen. Diese Maske sollte natürlich kein Körperteil überschneiden, deswegen gehen wir einmal großzügig um uns herum, je nachdem wie viel wir uns bewegen. So, wenn das ein bisschen zu klein ist, können wir hier die Maske verkleinern oder die Fenstergröße, die Maskenweiche ein bisschen hier einstellen auf 60 oder sowas. Und dann überprüfen wir, ob unsere Hände noch im Rahmen sind. Und wenn sie außerhalb des Rahmens sind, dann müssen wir den noch etwas vergrößern. Und jetzt sehen wir, okay, alles befindet sich im Rahmen. Hier können wir die Fenstergröße wieder einpassen. Jetzt wollen wir einmal den Greenscreen keyen und widmen uns den Einstellungen. Hier bei Maskengenerierung bleiben wir mal bei Transparenz auf 45. Glanzlichter können wir einmal auf 0 stellen, Schatten auf 80, Toleranz auf 100, Austastwert auf 100. Wenn wir hier bei zusammengestellt auf Alpha-Kanal klicken, da sieht man auch schon, aha, wir sind komplett weiß, der Hintergrund ist komplett schwarz. Und das ist so, wie es sein soll. Das heißt, wir haben den Hintergrund erfolgreich entfernt. Wenn ich jetzt hier irgendwas verändere, zum Beispiel hier die Glanzlichter, dann sieht man, oh, okay, da kommt ganz schön viel hinzu. Aber so sieht das doch ganz gut aus. Bei zusammengestellt kann man das dann vor allem sehen. Maskenbereinigungen sind noch weitere Optimierungen für den Key. Hier sieht man, dass der Rand von uns noch etwas schmaler wird. Je nachdem, wie der Rand dann aussieht, kann man das vielleicht auf 1 oder sowas stellen. Und hier auch glätten auf 1, je nachdem. Überlaufunterdrückung hat etwas mit dem Grünwert zu tun. Da seht ihr hier bei Bereich zum Beispiel, aha, da wird ein violetter Ton hinzugefügt. Manchmal haben die Haut und Haare einen leichten Grünton, den man dann auch so relativ einfach entfernen kann. Zum Beispiel, wenn wir hier irgendwie etwas mehr Sättigung entfernen oder hier irgendwie den Bereich etwas erhöhen, falls es etwas zu grün aussieht. Unter Farbkorrektur kann man dann auch nochmal die Sättigung anpassen, aber ich glaube, das sieht gut aus. Und zum Beispiel auch den Farbton, wenn wir jetzt irgendwie doch zu grün oder zu lila aussehen, könnte man auch ganz leicht, wenn wir auf -1 oder so etwas gehen, noch etwas Violett hinzufügen. Und hier die Luminanz, die Helligkeit, wenn wir denken, okay, wir sind noch ein bisschen zu dunkel, gut, dann vielleicht auf 105. Und so haben wir uns erfolgreich gekeyt.
Jetzt haben wir hier verschiedene Videospuren. Diesen Videoclip ziehen wir mal einmal hier zum Beispiel in diese dritte Spur. Und dann könnten wir jetzt einen beliebigen Hintergrund hinter uns hinzufügen und das machen wir jetzt auch. Die Premiere Timeline funktioniert so wie Ebenen, also die unterste Ebene ist auch räumlich gesehen die hinterste Ebene und alles, was immer darüber liegt, liegt eben räumlich darüber, wie jetzt natürlich hier zum Beispiel die Schrift, wenn ich sie hier hinterziehe, befindet sie sich hinter uns. Und jetzt könnten wir uns zum Beispiel auch einfach nach New York beamen. Wenn wir jetzt noch die Farben etwas anpassen möchten, da würde ich eine neue Lumetri-Farbe hinzufügen und dann kann man alle Farben verändern. Kontrast, hier zum Beispiel etwas bläulicher, damit wir hier besser zum Hintergrund passen. Und so könnt ihr euch dann vor beliebige Hintergründe setzen und eben auch die Farben individuell anpassen, den Lila- und Grünwert, den Orange- und Blauwert. Und so kann man dann auch ganz schön viel in der Post bearbeiten. Und falls ihr dann auch noch denkt, okay, wir brauchen jetzt noch Musik, könnt ihr auch einfach Musik hinzufügen. Ich nehme jetzt hier einfach irgendetwas. Bup. Und dann habt ihr noch einmal Musik. Passt die Lautstärke an, dass sie nicht zu laut ist. Falls ihr in 4K aufgenommen habt und digital sozusagen ranzoomen möchtet zwischen zwei Clips, zum Beispiel vor dem Greenscreen, dann könnt ihr hier oben unter Sequenzeinstellungen hier 1920 mal 1080 eingeben und das ist Full HD 16:9 Videoformat. Und wie ihr seht, springt alles doppelt so viel ran. Ihr könnt jetzt alle Clips auswählen, mit Rechtsklick auf Framegröße anpassen. Und wenn ihr jetzt in diesem Clip schneiden möchtet, dann könnt ihr hier zum Beispiel schneiden. Und wie ihr seht, wenn ihr diesen Clip auswählt, dann steht hier bei Skalieren 50% und ihr könnt dann 100% auswählen. Den Clip verschieben und dann auch den Hintergrund anpassen und näher ranzoomen. Um den Hintergrund unschärfer zu machen, gibt es einen Effekt, der heißt Gaußscher Weichzeichner. Den könnt ihr auch per Drag and Drop hier ranziehen und den Hintergrund etwas unschärfer machen. Habt ihr nun alles fertig geschnitten? Die Clips sind gesichtet und die besten ausgewählt. Grafiken sind hinzugefügt worden, die Tonblenden und der Ton wurde angepasst. Die Einstellungsgrößen sind alle abgepasst hintereinander weg. Ihr habt den Key erfolgreich durchgeführt und seid einfach ganz zufrieden mit dem Video. Dann können wir das Video endlich exportieren. Um den Bereich auszuwählen, den ihr exportieren möchtet, könnt ihr I und O auf der Tastatur wählen, also hier vorne I setzen, ein In-Point und dann hier hinten den Out und dann werden diese 30 Sekunden jetzt hier ungefähr exportiert. Wenn ihr nun auf Exportieren hier oben klickt, seht ihr auch schon, aha, alles was zwischen In und Out ausgewählt wurde, wird exportiert. Dann könnt ihr hier oben den Dateinamen wählen, wir nennen das Test. Dann könnt ihr hier den Speicherort wählen. Und wir exportieren in High Quality 1080p HD H264, das sind dann MP4-Dateien. Unter Video könnt ihr noch einmal überprüfen, okay, alles ist richtig eingestellt. 1920 x 1080 Pixel, 25 Bilder pro Sekunde. Ich klicke immer auf maximale Renderqualität. Und hier unter Bitrateneinstellungen könnt ihr auch noch die Qualität etwas verfeinern.
Ich würde konstante Bitrate wählen und alles zwischen 10 und 20 könnt ihr dann eigentlich wählen. Das verändert die Dateigröße. Und der Rest bleibt quasi so bestehen und dann könnt ihr eigentlich einfach nur auf Exportieren klicken und das Video wird erfolgreich codiert. Und je nachdem, wie schnell der Rechner und wie lang das Video und was für Clips, ist das Video dann in 0, nix oder in 3 Stunden fertig gerendert und ihr könnt es dann zum ersten Mal euch anschauen. Und das Gefühl, ich finde das Gefühl auf jeden Fall toll. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wir haben jetzt hier auf dem Desktop unser fertig exportiertes Video. Ich hoffe, ihr habt die Basics von Premiere verstanden und fühlt euch nun gut vorbereitet, um eure Videos zu schneiden. So, das war's jetzt mit unserem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr fühlt euch nun gut vorbereitet, selbst hier eure Videos zu drehen. Genau. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch zu sagen, viel Erfolg bei eurer eigenen Produktion.